Hallo meine Lieben, ich habe auch dieses Jahr eine Idee für euch, wie ihr einen Adventskalender basteln könnt. Das Video ist ein bisschen länger, aber ich hoffe, es ist hilfreich für euch, wie ihr das Ganze machen könnt. Das gucken wir uns gleich nach dem Intro an. Damit ihr seht, was wir heute machen werden, das ist das hier. Das ist eine Buchfassung für Geschenkboxen. Und also man kann die dann quasi aufstellen. Hier vorne mit Post-it-Spray festgemacht. Und wenn man den aufmacht, habt ihr 24 Päckchen. Das heißt, man kann den wirklich dann so quasi aufstellen. Und diese Boxen sind wirklich auch super robust und lassen sich alle in die gleiche Richtung öffnen. Und die sind 6 x 6 cm. Das heißt, ihr habt da doch einiges an Platz, um da was reinzupacken. Ich werde euch zeigen, wie ihr die Boxen mit dem Plotter machen könnt. Wenn ihr keinen Plotter habt und das trotzdem machen wollt, ich habe letztes Jahr 2 Adventskalender gemacht, wo ich einerseits gezeigt habe, wie ihr Boxen auch mit dem Envelope Punchboard machen könnt und andererseits auch, wie ihr das nur mit dem Falz- und Schneidebrett machen könnt. Und da könnt ihr einfach so eine Form in diesen 6 x 6 x 6 cm zurecht schneiden und basteln und das natürlich 24 Mal. Und die Mattung auch schneiden, die ist 5,8 x 5,8 cm, aber das könnt ihr eben auch mit dem Schneider- und Falzbrett machen oder mit dem Hebelschneider. Aber für die, die einen Plotter haben, geht das natürlich super praktisch, weil wir werden die Boxen, die Mattung und den schwarzen Kreis hier, das werden wir alles mit dem Plotter ausschneiden. Und ja, so könnt ihr diesen coolen Adventskalender eigentlich relativ einfach machen. Wie das Ganze funktioniert, das gucken wir uns jetzt an. Bevor ich euch sage, was ihr alles braucht, vielleicht ein paar Worte zum Design. Was ich jeweils mache bei so großen Projekten, dass ich mir wirklich angucke, wie will ich das gestalten, damit ich dann auch weiß, was ich alles brauche. Ihr seht hier, das ist die Vorderseite, das ist die Außenseite, das ist die Innenseite. Bei der Außenseite habe ich mir überlegt, ich will die beiden, also den Vorderteil und den Rückteil, will ich mit dem gleichen Design haben. Und den Rücken, weil die Boxen liegen ja quasi, wenn man das Buch geschlossen hat, so aufeinander. Das heißt, wir brauchen hier auch einen Rücken, der breit genug ist. Und den habe ich dann entsprechend ausgemessen und hier die Mattung genau gleich gemacht wie auf der Innenseite, um hier auch eine schöne Wiederholung hinzubekommen. Schließen vorne werde ich das mit einem Band und da habe ich mir gedacht, ich mache so Taler drauf. Den einen klebe ich hinten an, den anderen werde ich mit Post-it-Spray besprühen, damit der dann da vorne haftet, wenn das geschlossen ist. Und dann habe ich für vorne einen Spruch, den habe ich jetzt noch nicht fertig gemacht oder noch nicht definiert, wie groß der sein will. Ich habe mal ein paar Sachen ausgedruckt und dann gucke ich, was ich dann effektiv davon verwenden werde, was am besten drauf passt. Aber das kommt ja ganz zum Schluss. Das wiederholende Element ist auch so dieses Weiß, Schwarz und Designpapier. Das heißt, ich werde hier den Spruch vorne sicher matten. Und das ist die Vorderseite und die Rückseite oder die Innenseite mit den Boxen. Da habe ich schon, also ich habe Designpapier ausgedruckt, das heißt, ich habe das Pattern von freepik.com, aber da könnt ihr wirklich auch eins kaufen. Ich finde es einfach schön, wenn es eine gute Durchmischung hat und das Papier natürlich auch zusammenpasst. Ich habe hier 6 verschiedene Designpapiere für die Boxen, plus dann eben das und das für die Mattung. Das heißt, es war ein Set an 8 Mustern. Und ich habe auch den Hirschschirf aus diesem Designpapier habe ich quasi wieder verwendet und habe den hier auf den Taler aufgebracht. Ich habe jetzt
ich arbeite mit Illustrator auch beruflich, von dem her ist das halt wo ich die Tools zur Verfügung habe. Wenn ihr das nicht habt, dann könnt ihr natürlich auch mit eurem Designpapier und dann vorne auf dem Taler irgendeine Schneeflocke oder einen Stempel oder irgendwas drauf geben. Da seid ihr komplett frei. Oder eben auch genau gleich wieder Druck oder das alles, was ich gedruckt habe, weil das Designpapier ist ja selber auch gedruckt. Das habe ich einfach auf dem 200 Gramm Papier gedruckt und genauso auch dieser Spruch. Was ich nicht gesagt habe, vielleicht noch beim Band werde ich auch noch matten und da printe ich mir jeweils auch eine Seite aus mit der Farbe, die so ein bisschen heraussticht. Und hier ist es dieses Grün oder Petrolgrün, wenn man es genau nehmen will. Das schwarze Papier ist ein Farbkarton und der ist 300 Gramm und ich habe extra den genommen, weil der sollte schon genug robust sein, weil diese Boxen kleben nur an einer Seite in diesem Buch drinne und deshalb wollte ich, dass diese Boxen wirklich schön stabil sind. Das werden sie mit diesem 300 Gramm Papier auch. Ihr braucht auch, das Buch hat ja eine gewisse Größe, weil wir machen ja einen quasi Aufklappmechanismus. Und von dem her braucht ihr da halt schon ein großes Stück. Ich mache euch den Link unten rein, wo ich dieses Papier her habe. Dann waren wir eben bei den Boxen. Wenn ich dann definiere, wo ich welche Boxe anbringen will, kann ich dann eben schön gucken, ne, wie will ich das Designpapier verteilen, damit nicht zwei vom gleich nebeneinander sind und das eben auf die 24 Boxen so ein bisschen verteilen. Dann habe ich auch mit dem Plotter aus dem Design oder aus diesem 300 Gramm Karton habe ich Kreise ausgeschnitten. Die Masse, da komme ich gleich noch dazu. Plus dann habe ich auch noch, um eine Dimension zu schaffen, habe ich hier 2 weiße Kreise plus dann den Kreis mit den Ziffern. Die Ziffern, das habe ich auch auf dem PC gemacht, das heißt, ich habe einfach Kreise gemacht, 3 Farben, die hier auch im Designpapier enthalten sind und habe dann Ziffern drauf gemacht. Das ist die gleiche Schrift, die ich auch für den Spruch verwendet habe, um da halt einfach ja, das im gleichen Design zu halten. Und dann habe ich hier eine 2,5er Stanze und kann hier quasi einfach schön mittig die Zahl auspanschen und habe dann meinen Taler. So habe ich das gemacht. Und dadurch, dass das hier eben 2,5 sind, habe ich dann, damit ich hier eine schöne Mattung hinbekomme, habe ich die schwarzen Kreise mit 3 cm Durchmesser ausgeplottet. Die Boxen selber, das sind, die habe ich auch aus dem Plotterprogramm vom Brother Plotter. Das zeige ich euch jetzt dann gleich auf dem PC, wie ich die gemacht habe. Das hat eine Größe von 6 x 6 cm. Wenn ihr mit den Maßen fahren wollt, wie ich das gemacht habe, dann könnt ihr das eben auf 6 x 6 cm dann ausmessen, aber eben das zeige ich euch gleich. Und dementsprechend habe ich die Mattung dann auch gemacht. Das heißt, selbst diese Kacheln hier, die ich für die Mattung verwendet habe, die habe ich mit dem Plotter ausgeschnitten und da habe ich 5,8 x 5,8. Das ist ein ganz, ganz kleiner Rand, also dass man von dem Schwarzen ein bisschen was noch sieht. Jetzt werde ich die Boxen nicht auf allen Seiten matten. Hier unten kleben wir, dann könnte man ja sagen, dann muss man ringsherum matten. Aber diese Boxen liegen relativ nah dann beim Aufkleben aneinander. Und deshalb habe ich es so gemacht, dass ich eben, da ist es auch wieder gut, wenn man das vorher so ein bisschen ausgestaltet. Ich weiß zum Beispiel hier diese 1, ich brauche logischerweise vorne eine Mattung und man wird es von der Seite sehen und von der Seite. Und deshalb habe ich auf der Seite und auf der Seite eine Mattung angebracht und hier nicht. Und so weiß ich immer bei jeder Box, wo ich sie mache, wo muss eine Mattung hin. Hier bei der 20, da sieht man nur diese Seite und deshalb habe ich dann nur die obere Seite gemattet. Und so bin ich durchgegangen. Das heißt, diese Boxen hier
haben nur eine Mattung von hier oben, die hier von der Seite, die hier von der Seite. Die 4 haben von jeweils diesen Seiten eine Mattung. Die 8 und die 23 haben von dieser Seite und von dieser Seite eine Mattung und die 14 hat von dieser Seite eine Mattung und dasselbe auf der Seite. Und eben auch der Vorteil, wenn man es vorher so ein bisschen sich gestaltet, kann man auch gleich gucken, wie will ich die Ziffern verteilen, welche Farbe passt am besten wohin und hat so wirklich eine super Anleitung. Dann die kann ich nebendran legen und dementsprechend arbeiten, aber auch schon beim Planen konnte ich dann gucken, okay, was brauche ich alles, ne? Wie viel von welchem Material brauche ich und konnte so das Projekt dann wunderbar vorbereiten. So, die Größe von den Boxen habe ich euch schon gesagt, da kommen wir jetzt auch gleich dazu im Canvas, wie ich die gemacht habe. Ziffern habe ich auch gesagt, hier vielleicht von den Kreisen her, die habe ich effektiv gestanzt. Und zwar habe ich diese 3 Stanzen verwendet. Es sind 3 aneinanderfolgende. Da habe ich eben mit diesem Hirsch plus 2 weiße, um hier so ein bisschen Dimension zu schaffen. Das habe ich ausgestanzt, dann eine Größe in weiß, um hier eine Mattung zu machen. Dann noch eine Größe in schwarz, um noch eine Mattung zu machen, plus dann noch einen schwarzen, weil hier kommt dann quasi das Band rein nachher und damit es hinten gut aussieht, habe ich dann auch noch einen Kreis, den ich dann hinten drauf klebe und so quasi das Band einklemme. Das ist das Prinzip und das habe ich zweimal, weil ich jetzt auf der Vorder- und auf der Rückseite haben. Was wir dann auch noch brauchen, ist eben von diesem schwarzen Farbkarton, um das Ganze einzufassen, plus dann 3 Stücke von der Graupappe und da habe ich zweimal 21 cm mal 28 cm und einmal 13 cm mal 28 cm. Unsere Boxen sind ja 6 cm, ne? Das heißt 2 mal 6 cm sind 12 cm und dann weil da hat es ja auch ein bisschen was drauf. Ich wollte nicht, dass es komplett einklemmt und deshalb bin ich anstatt auf 12 auf 13 cm gegangen. Wir werden dann auch noch ein Stück brauchen, um hier vorne, wir legen das ja, da muss ja die Vorder- und Rückseite eingefasst sein. Da kommt dann nachher noch ein Stück oben drauf, aber das werde ich erst dann ausmessen, wenn ich das hier schon mal angeklickt habe. Dann sehe ich wirklich gut, okay, so groß muss es sein. Weil wir werden diese Pappen nicht alle direkt aneinander kleben, sondern ich mache da ein bisschen Abstand, damit man das Buch dann auch gut öffnen und schließen kann. Was ich nebst dem immer auf dem Tisch habe, ist logischerweise Flüssigkleber. Ich habe eine, wo ich eine kleine Tülle habe und eine größere. Das ist ganz einfach Zementitkleber, den ich abgefüllt habe. Ich habe einen Eckenabrunder auf dem Tisch. Ich muss dann gucken, ich bin noch nicht sicher, ob ich die Mattung abrunde oder nicht. Das gucken wir uns dann an. Dann zum Schneiden von der Mattung habe ich den Hebelschneider auf dem Tisch. Dann eben die Stanze für die Kreise auszustanzen, die Cutting Dies für das Band außen. Dann habe ich was zum Anzeichnen, einen T-Ruler hilft, aber ihr könnt auch einen normalen Lineal nehmen. Das Falzbein braucht ihr auf jeden Fall, weil dieses 300 Gramm Papier, das ist schon ein bisschen sperrig, da müsst ihr dem ein bisschen nachhelfen. Dann hilft es auch, um die Boxen festzukleben und ich mache das jeweils so, dass ich habe so eine Küchenkelle eigentlich, aber die brauche ich eigentlich nur zum Basteln, um dann in die Box reinzugehen und unten den Boden auch festzuzurren, wenn ich geklebt habe. Ich habe immer eine Bastelpinzette auch, dann um zum Beispiel hier die Kreise drauf zu bringen. Falzbein, ihr könnt entweder mit dem arbeiten, manche arbeiten auch gerne mit einem Falzstift. Und dann habe ich auch immer eine Schere auf dem Tisch. Und natürlich brauchen wir einen Plotter, ne? Und mit dem Plotter fangen wir jetzt auch gleich an, wo ich euch zeige, wie ihr eben die Boxen selber machen könnt. Um die Box zu machen, habe ich einmal ein Viereck
oder ein Quadrat eingefügt und habe dem gesagt, es ist 60 mm mal 60 mm, weil wir genau so groß ja die Box haben wollen. Mir so ein bisschen in die Mitte des Canvas platziert und dann bin ich in die Vorlagen und habe da eingegeben Würfel und da könnt ihr auf diese graue Abbildung draufklicken, das Fenster wieder schließen und dann habt ihr den Würfel. Jetzt hat diese Würfel jeweils Punkte drauf, die brauchen wir nicht. Die können wir löschen. Jetzt gehe ich kurz auf die Form, die ich gemacht habe und bringe die in den Vordergrund, damit ich die sehe und sperre die, damit ich da alles andere markieren kann. Und jetzt bringe ich den oberen Rand von diesem einen Element, und ihr müsst wirklich beide Elemente markiert haben, damit die gleichmäßig jetzt verkleinert werden. Und jetzt könnt ihr das so verkleinern, bis das von der Höhe genau gleich groß ist wie die Box, die ihr gezeichnet habt. Dann wisst ihr, okay, das gibt jetzt eine 6x6x6 cm Box. Und dann habe ich effektiv die Elemente einfach so auf dem Canvas platziert, dass ich die möglichst oft ausplotten kann. Und natürlich zum Ausplotten müsst ihr die andere Form wieder ausblenden, so dass ihr nur diese Elemente habt. Und von diesen Elementen braucht ihr natürlich je 24. Ich habe mir die Boxen so platziert und erstmal das so ausgeplottet. Ich habe hier 2 und von dem hat er nur 1 Platz. Von dem her habe ich das einfach 12 Mal so ausgeplottet, natürlich ohne die Punkte. Die Punkte habe ich nur einmal ausgeplottet und diese einzelnen Punkte sind 3 cm im Durchmesser und das gibt mir die Mattung für die Ziffern. Das heißt, ich habe es einmal so ausgeplottet, dann habe ich die Ziffern wieder ausgeblendet, dann 11 Mal noch so ausgeplottet. Und dann habe ich mir diesen Streifen noch ein paar Mal auf den Canvas platziert und dann die entsprechende Anzahl auch nochmal ausgeplottet. Die Mattung habe ich ganz einfach so gemacht, dass ich hier dieses Quadrat mit den abgerundeten Ecken genommen habe und das dann auf 58 mm mal 58 mm, also das ist die Größe des Quadrates. Und das habe ich dann quasi 12 Mal auf dem Canvas platziert, weil ich habe eine A4-Seite, die ist 21 cm in der Breite und 29,7 cm in der Länge. Mehr hatte da nicht Platz. Ich brauche auch keine 12 für die Mattung, das werdet ihr nachher sehen, aber ich dachte einfach sicherheitshalber, dann habe ich lieber mehr als zu wenig und ich habe eine A4-Seite ausgedruckt mit dem Designpapier. Das heißt, das habe ich dann für die 6 Seiten mit dem Designpapier jeweils auch noch ausgeplottet. Und das ist eigentlich auch schon alles. Vielleicht zu der Plotter-Einstellung. Das, was ich auf dem 200 Gramm Papier ausgedruckt habe, das habe ich mit einer 5, das Messer auf eine 5 eingestellt. Und das, wo ich ein 300 Gramm Papier habe, da habe ich das Messer auf eine 6 eingestellt. Und ja, wenn ihr das gemacht habt, dann können wir dann mit den Boxen weitermachen. Wenn ihr die Boxen ausgeplottet habt, dann habt ihr 24 eben von jedem Streifen und diesem Element hier. Und die sind ja vorperforiert, das heißt, wir können jetzt einfach diese Perforierungslinien knicken. Und bevor wir die zusammenkleben, werden wir die Mattung draufbringen, weil es geht einfacher, wenn ich die flach hinlegen kann, wenn ich die Mattung aufbringe. Da nehme ich jetzt wieder mein Design zur Hilfe und ich weiß, ich habe jetzt noch die 23 und die 24, die anderen Boxen habe ich alle schon vorbereitet, damit dieses Video hier auch nicht allzu lange wird. Jetzt weiß ich, die 23 hat logischerweise oben drauf eine Mattung und dann von der Seite und von der Seite. Und bei mir gehen die Boxen alle, ich habe das so geguckt, dass die Boxen alle so aufgehen. Das heißt, wenn es im Buch dann drin hängt,
dann geht die Box immer nach unten auf. Und das habe ich wirklich bei allen durchgezogen. Das heißt, wenn ihr euch das anguckt, dann ist dieses Element ist so und dieses kommt so dran. So wird es zusammengeklebt. Das heißt, als allererstes weiß ich, hier oben drauf kommt eine Mattung und zwar in die Richtung. Und bei der 23 hatte ich diese hier. Und da bringe ich jetzt die oberste Mattung mal drauf. Und bei Schwarz ist es immer wichtig, dass ihr wirklich genau arbeitet, weil das sieht man dann schon, wenn irgendwas schräg ist. Das heißt, ich habe hier wirklich hier zwischen diese beiden Falzlinien geklebt. Das streiche ich von der Rückseite noch ein bisschen fest. So, und dann weiß ich, okay, ich brauche, wenn die so liegt, von der Seite auch noch eine Mattung. Das heißt, das wird auf dem Streifen dieses Element hier sein. Dann haben wir schon mal diese beiden Seiten und dann brauchen wir von der Seite noch eins. Da wir das nachher so zusammenkleben, wäre das die Seite hier, ne? Somit dieses Feld. So, und jetzt können wir diese Box schon mal zusammenkleben. Das heißt, es sollte ja dann so sein. Deshalb weiß ich, okay, diese beiden Teile müssen so aufeinander. Da mache ich jetzt Kleber hier auf diese Kleberlasche drauf und darauf achten, dass sie wirklich schön bis in die Spitze hochgeht. Und jetzt hat es ja Perforierungslinien hier und hier plus hier und hier. Und an denen könnt ihr euch jetzt orientieren. Die sollten jetzt eigentlich gerade weitergehen. Das heißt, schön aufeinander liegen und gerade weitergehen. Und für die andere Seite geht es am einfachsten, wenn ihr hier jetzt einfach Kleber drauf bringt. Dann könnt ihr die hier so reinlegen und von der anderen Seite drauf kommen. Und auch hier wieder gucken, dass die Perforierungslinien schön aufeinander liegen. Jetzt normalerweise könnte man die Box ganz einfach nur so von beiden Seiten verschließen. Aber also die hält schon sehr gut, aber da ich die eben nachher festklebe, mache ich so, dass die Oberseite, dass ich diese Unterseite effektiv zusammenklebe. Mache ich die hier wieder auf. Und jetzt kommt eben meine Lieblingskelle zum Einsatz, weil mit dem Falzbein, ich komme zwar runter, aber ich habe nicht so einen guten Griff hier, von dem her mit der Kelle kann ich hier wunderbar das jetzt unten feststreichen, damit das hier jetzt wirklich super gut hält. Jetzt lege ich das kurz nur drauf und eben die Box so vor euch hinstellen, weil die wird ja so aufgehen. Das heißt, die Ziffer muss jetzt in diese Richtung drauf. Die Ziffer muss ich noch kurz zusammenkleben. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch variieren, das heißt, die mal irgendwo anders auf der Box aufbringen. Ich hatte das am Anfang so ein bisschen so gestaltet und habe dann gemerkt, nee, mit diesem unterschiedlichen Designpapier wird es dann doch ein bisschen zu wild und deshalb habe ich die alle in der Mitte angebracht. So, und schon ist die Box fertig. Das war die 23, jetzt machen wir noch kurz die 24. Bei der 24, die ist hier, das heißt, ich brauche oben die Mattung und von der Seite.
with you everything's complete. Do you know how much I love you? I put your favorite song on just to wake you up. When I dance around, I can't help but feeling I'm just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here? Und das macht die jetzt mit allen Boxen, so dass die schon mal vorbereitet sind. Als nächstes kümmern wir uns hier um den Rücken quasi von dieser oder der Hülle für dieses Buch. Ich habe auf dieser 300 Gramm Pappe, die ich übrigens auf 60 cm x 32 cm geschnitten habe, habe ich schon mal 2 cm hier vom Rand und 2 cm hier vom Rand einen Strich eingezeichnet, um einfach die erste Pappe da gut orientieren zu können. Und jetzt brauchen wir richtig gut viel Flüssigkleber, um diese Graupappe da drauf zu kleben. Wie gesagt, ihr könnt da auch, wenn euch das lieber ist, mit Doppelklebeband arbeiten. Das müsste einfach gut haften. Und jetzt bringe ich die genauso auf die Aufzeichnung drauf, die ich gemacht habe, damit die hier schön gerade liegt, und drücke das ordentlich fest. Und jetzt kommt dieses zweite Stück und da lasst ihr einen Spalt von circa 2 mm. Auch da wieder ordentlich Kleber drauf. Und da orientiere ich mich oben auch eben an dieser Linie und lasse hier circa 2 mm Abstand schön gerade runter. Jetzt kommen wir noch zum dritten Stück. Ich scheine hier ein bisschen ungenau gearbeitet zu haben, als ich die Pappe zurechtgeschnitten habe. Das korrigiere ich jetzt einfach ein bisschen. Also ich gucke, dass da, wo der kleinste Abstand ist, dass es auf jeden Fall 2 mm ist und oben wird es halt ein bisschen breiter. Das ist okay. Passt schon. Soll ja nicht eine Diplomarbeit werden, sondern soll ja auch Spaß machen, ne? Und es ist halt so bei Graupappe, die mit dem Hebelschneider zu schneiden, kann man ein bisschen verrutschen durch die Decke, aber passt. Für den nächsten Schritt hilft es, wenn ihr irgendeine weiche Unterlage habt, weil wir werden jetzt der Pappe ein bisschen helfen, dass die sich dann besser umlegt. Und da könnt ihr eben mit dem entweder mit dem Falzbein hier einfach der Pappe entlang fahren oder ihr habt so einen Falzstift. Dann fahrt ihr hier einfach der Pappe entlang, damit der Karton quasi weiß, wo er sich nachher biegen muss. Und das auch hier zwischen der Pappe. So macht ihr einfach die Fasern des Papiers ein bisschen elastischer und dann geht es dann auch ein bisschen besser. Und dann können wir anfangen, den Farbkarton hochzulegen. Da drücke ich einfach die Graupappe runter und das Papier so ein bisschen hoch.
und helfe ihm quasi dann mit dem Falzbein von der Seite, streiche ich das so an die Pappe dran. Und dann versuchen wir das Ganze drüber zu klappen, aber zuerst schneide ich noch die Ecken ab. Und guckt dann, dass ihr nicht komplett an die Ecke rangeht, weil sonst liegt die nachher frei. Also einfach so quasi quer drüber, aber mit so ein bisschen Abstand. Ihr könnt danach immer noch mehr abschneiden, wenn sie oben ist, aber wenn ihr genau dran schneidet, dann liegt dann diese Ecke frei und das sieht ein bisschen unschön aus. Und jetzt versuche ich die Pappe reinzulegen und streiche die auch nochmal mit dem Falzbein fest. So, und jetzt kleben wir die auch schon auf den Karton drauf. Oder vielleicht machen wir kurz noch einen Test, ob sich das hier auch gut einlegen lässt. Jupp. Jupp. Wunderbar. Und jetzt können wir das Ganze festkleben. Gazing at the stars, but now it feels just like I wandered off into a room and closed the door behind me. I never gave the key to you, even though I wanted to. I should be trying something new, but now my body's aching. I'm tired of dwelling in the dark, it's just that my heart can't take it. I didn't know what it would cost me when I let you go. I feel alone, and I'm just singing, it should have been you. Another time, another place, I just know, it could have been. Dann könnt ihr hier in dieser Ausbuchtung da vorsichtig mit dem Falzbein dem Papier so ein bisschen helfen, dass es den Weg findet, wo es sich dann umlegen muss. Könnt ihr das mal testen. Funktioniert. Funktioniert. Wunderbar. Und dann könnt ihr eben diese Ecken, wenn die jetzt zu spitz sind, könnt ihr da noch ein bisschen zurückschneiden. So, und jetzt können wir gucken, wie groß denn dieser obere Teil sein muss. Das heißt, ich schneide mir jetzt noch ein Stück zurecht, was 54,5 cm ist und 27 cm, damit wir das dann draufkleben können. Wenn ihr das dann zurechtgeschnitten habt, dann könnt ihr das aufkleben. Hier mache ich es jetzt effektiv so, dass ich ringsherum Doppelklebeband drauf bringe. Es geht dann ein bisschen einfacher zum Kleben. Warum habe ich jetzt hier zusätzlich Klebeband drauf gegeben? Es ist halt so, dass an dem Teil haften nachher die Boxen dran und da will ich, dass das wirklich super gut klebt. Von dem her mache ich das doppelt. Das heißt einerseits das Klebeband plus jetzt bringe ich auch noch Flüssiggleber drauf. Aber da ziehe ich gleich die Streifen zuerst weg.
hier könnt ihr auch die Linie, die ihr habt, diese Faltlinie, der könnt ihr auch wieder helfen, dass die da nach innen geht. Und wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr dem auch so ein bisschen helfen, langsam, nicht, dass das Ganze bricht. So, und schon haben wir quasi unser Buchrücken. Jetzt habe ich noch die Mattung für innen und außen geschnitten, und zwar habe ich zweimal 12 cm mal 27 cm und auch zweimal 20 cm mal 27 cm. Das bringen wir jetzt zuerst außen, oder ne, wir können innen kurz starten. Dann nehme ich jetzt auch wieder Flüssigkleber und bringe das innen in die Mitte. Around your arms instead of being lonely. It should have been you. Another time, another place, I just know. You could have been the one who made me feel home. What a crime and what a shame to let go. Ooh, it should have been you. Another time, another place, I just know. You could have been the one who made me feel at home. What a crime and what a shame to let you go. Sometimes I just don't know what to do. It should have been you. So, jetzt geht es noch darum zu gucken, was ich hier für einen Spruch haben möchte. Tendenziell tendiere ich darauf, außen ein Ho-Ho-Ho drauf zu machen. Innen drin mache ich das Merry Xmas. So machen wir das. Das heißt, ich schneide mir jetzt noch kurz die Mattung zurecht für diese beiden Stücke aus dem Schwarzen raus. Ich mache die Mattung immer 0,5 cm größer als das Element. Und für außen werde ich auch noch, um hinten dran eine Verstärkung zu machen, 2 weiße Streifen ausschneiden, um die dann dahinter zu kleben und das so ein bisschen, dem ein bisschen Dimension zu geben. I was at the wrong place at the right time. 'Cause suddenly there you were with those bright blue eyes. So wird es dann außen sein. Plus dann kommen auch noch die Taler. Die werde ich jetzt schon mal zusammenkleben bis auf den Rückteil, weil da muss ja dann noch das Band rein. We were conversing into the night sky. When you took my hand, said let's leave now. Don't wanna be shy. I will let my guard down. Don't wanna be shy. I will let my guard down. I wanna laugh out loud. Talk a little deeper, kiss a little harder. I wanna laugh out loud. So, dann haben wir auch schon die Taler, wo nachher quasi das Band reinkommt. Einen für hinten, der direkt drauf geklebt wird, und einen für vorne, der dann mit Post-it-Spray quasi hier befestigt werden kann und dann das Ganze so geöffnet werden kann. Das wird unsere Vorderseite. Und dann innen kommt dann eben der Spruch Merry Xmas. Aber jetzt kommen wir an das Eigentliche, und das ist das Boxen aufbringen. So kommen jetzt meine Boxen drauf, und zwar werde ich mit dieser Ecke hier anfangen und den Rest dann dran orientieren. Und hier gucke ich einfach, dass ich von dieser Mattung, seht ihr jetzt gar nicht, von der Mattung weg
einen halben Zentimeter, das heißt, hier fängt meine Mattung an, hier einen halben Zentimeter und dasselbe auch von oben, und da bringe ich die erste Box auf. Und ich werde mit dem Thiel-Ruler arbeiten, weil der hilft mir. Ich kann den hier unten anlegen und sehe dann, dass ich gerade liege. Und so kann ich die Boxen dann anbringen. Das heißt, ich gebe hier an die Unterseite gut Kleber drauf. Weil an dem klebt nachher das Ganze fest. Ne? Das muss jetzt schon halten. Und jetzt gucke ich eben, dass ich hier den halben Zentimeter reingehe. Und dasselbe auch hier unten. Und dann öffne ich die Box und streiche die am Boden wirklich nochmal fest, damit die wirklich gut hält. Talked about everything that was on our mind. Talking to you gave me butterflies. Then you took my hand, said let's leave now. Don't wanna be shy. I will let my guard down. Don't wanna be shy. Ich habe versucht, das Ganze so gleichmäßig wie möglich hinzubekommen. Hier hat es nicht ganz funktioniert. Das ist ein bisschen ungleichmäßig, aber per se, je nachdem, was ihr in die Boxen reinmacht, kann es sein, dass die dann noch ein bisschen sich nach unten drücken, minim. Aber eigentlich sollte das jetzt halten. Und ihr seht jetzt auch, auf der Seite habe ich eine Mattung. Hier oben habe ich eine Mattung. Hier auf der Seite habe ich eine Mattung und unten habe ich auch eine Mattung. Von dem her, das war die eine Seite und ich denke, das hält wirklich gut. Und jetzt mache ich dasselbe noch mit der anderen Seite. So, ich habe die zweite Seite auch noch aufgeklebt, da hat es relativ gut funktioniert. Das heißt, mit dem T-Ruler und ein Geodreieck kommt ihr da wirklich gut hin. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich am Anfang auch das Raster irgendwie aufzeichnen, aber ebenso funktioniert es eigentlich auch. Ihr seht jetzt, ich habe überall eine Mattung, wo es von außen ersichtlich ist und tada, es funktioniert mit dem Zusammenmachen. Sieht eigentlich auch ganz cool aus, ne? Das ist quasi die Außenseite, wenn das Buch geschlossen ist. Buch ist gut, das ist eigentlich mehr eine Kiste als ein Buch, aber in der Regel stellt man das ja dann quasi so hin und es steht auch wirklich wunderbar. Dadurch, dass wir halt diese Graupappe innen drin haben, steht es wirklich wunderbar auch von alleine. So, jetzt kommt es noch zum Verhübschen. Ne? Wir hatten hier gesagt Merry Xmas. Und der Grund, warum ich das vorher nicht aufgeklebt habe, war genau, um zu gucken, mit welcher Box ich das abschließen will. Ich gehe mit der Flucht von quasi dieser Box. Talk a little deep.
Dann haben wir hier innen drin das Merry Xmas. Und außen kommt jetzt noch der Spruch drauf einerseits, plus das Band müssen wir noch machen. Ne? Das Band werde ich auf der Höhe machen, von dem her orientiere ich mich hier quasi an den Füßchen von diesen Weihnachtsbäumen. Jetzt habe ich für das Band außen noch 25 cm x 6 cm und 25 cm x 4 cm. Die klebe ich noch aufeinander. Und dann könnt ihr das quasi zusammenlegen und gucken, nicht zu straff, aber so, dass es quasi mittig ist, wo ihr das in etwa falzen müsst. Macht das zuerst auf einer Seite, weil dann kann ich das schön gerade hinlegen und das hier einmal feststreichen. Und dann dasselbe noch auf der anderen Seite machen. Und wenn wir das jetzt quasi hier anbringen, können wir gucken, wie wir das jetzt auf der Vorderseite nicht, sondern zuerst auf der Rückseite. Weil auf der Vorderseite gehe ich ja dann mit dem Post-it-Spray dahinter. Das heißt, ich bringe hier Kleber auf, um erstmal das Band einfach festzumachen. Und jetzt klebe ich den zweiten Kreis noch drauf. So, jetzt ist mir natürlich der Klassiker passiert, ne? Ich habe hinten, stimmt's jetzt? Und vorne ist der Seitenverkehrt. Aber ich kenne mich ja und deshalb habe ich natürlich eine ganze Seite mit diesen Motiven ausgedruckt und jetzt kann ich das ganz einfach noch draufkleben. Dann merkt das kein Mensch. So, jetzt bevor ich das hinten festklebe, gehe ich kurz noch raus und werde hier Post-it-Spray drauf sprühen, damit ich das quasi immer wieder anmachen und wieder wegmachen kann. Post-it-Spray ist dran und jetzt kann ich das hinten noch festkleben. So just sit with me, talking to the night until the morning, building So, und dann habt ihr gesehen, ne? Das kann ich festmachen. Das hält, das heißt, bleibt zu. Und mit dem Post-it-Spray habt ihr halt eben genau das Ding. Ihr müsst nicht mit Magneten arbeiten, sondern habt hier was ihr immer wieder wegnehmen und dran machen könnt. Und was war jetzt wieder mal ein längeres Video, aber ich finde, das war es echt wert. Weil jetzt haben wir hier wunderbar unser Buch und dann habt ihr 24 Boxen, die ihr wunderbar befüllen könnt und es ist wirklich auch super stabil. Und eben der Beschenkte kann das dann quasi so hinstellen. Und das war's für heute. Ich hoffe, euch hat das Video trotz der Länge gefallen und ihr habt Lust, es selber auch mal auszuprobieren. Ich finde, das Resultat ist echt genial geworden. Die Materialien, die ich verwendet habe, die werde ich euch unten in die Links reinstellen. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut es doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch weiter. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald! Everyone wants
What does